Guten Morgen, schön, dass ihr alle wieder hier seid auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ich starte hier heute mit Pastellkreide. Ich habe mir hier alles hingelegt, ein paar Farbtöne, hier die beiden Farbtöne. Ich bin nämlich noch am Überlegen, beziehungsweise ich nehme einfach Türkis, Meer und fallen schon die Pigmente runter. Und jetzt kann ich hier mal schön meine Energie raushauen. Also einfach ein bisschen rumkritzeln. Da ist mir gerade nach. Es gibt ja so schön Pigment ab und es bricht halt auch schnell. Und hier sieht man nochmal dieses schöne Medium. Also für mich ist es einfach ein tolles Medium, die Kreide. Ja, und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen nass und lassen es einfach auch mal fließen. Lassen wieder unsere Gedanken fließen, die Farbe fließen, einfach mal alles loslassen, was uns auch so beschäftigt. Das können wir jetzt hier einfach mal beiseite schieben. Bisschen kühle Frische, ein bisschen reinigendes Weiß. Kippen wir da jetzt mal zu. Geht wieder der Deckel hier nicht. Das ist immer wieder dasselbe mit den Flaschen. Das hier schon mit der Farbe ein bisschen zu. Und hier kann ich jetzt noch mal schön das kleine Endstück einfach ja auch benutzen, um hier den Farbton noch mal ein bisschen kräftiger reinzubekommen. Das macht auch einfach total viel Spaß. Also es ist einfach schön, so unbedarft hier jetzt auch zu arbeiten. Ja, die restliche Farbe hier kann ich auch mal kurz mit dem Finger einfach abwischen. Und jetzt nehme ich noch ein Blau dazu. Also ich habe mir hier viele Farbtöne hingestellt, aber das Blau passt ganz gut. Den Pinsel kannst du natürlich auch wieder ganz anders benutzen. Da entstehen ja wieder andere Muster auch darüber. Also einfach so ein bisschen über die Fläche rollen und dann ein bisschen die Farbe verwischen. Du siehst das schon, oder? Also so kann man halt mit einem anderen Werkzeug, das muss man sich erstmal überlegen und suchen, Spezialwerkzeuge, und mit dem Stiel hier geht das total gut. Und der Farbton passt auch toll. Also hier die kleinen Muster jetzt direkt auf dem Blau ist einfach traumhaft, finde ich. So. Jetzt malen wir mal ein bisschen mit dem Pinsel einfach
Hier ein bisschen Grün dazu. Das passt doch gut. Das ist auch immer schön, aber jetzt muss ich den Wischer noch mal sauber machen, weil jetzt malt der schon und ich will ja gar nicht mit dem richtig malen. Ich schaffe ja hier nur so weiche Übergänge mit dem Werkzeug. Ja, so schöne kühlende Farben. Also heute ist es gar nicht so warm, aber es soll ganz warm werden. Und ich finde, das kühlt doch einfach. Also die Farben sind doch jetzt schon so kühlend und frisch und ja, einfach reinigend. Das tut schon gut, nur mit den Farben so zu arbeiten. Also schaff du dir jetzt dein Meer oder dein Pool zu Hause auf der Leinwand oder wenn du kannst, spring am besten gleich rein ins Meer oder ja. Also mach einfach machen. Mehr ist es nicht. Komm in die Bewegung und fang jetzt einfach an. Einmal ans Meer und unter die Palmen bitte. Ja, holt die Picknickdecken raus. Wir chillen hier im Schatten. Das ist so witzig. Ich habe es gerade gesehen, weil ich habe es zum Trocknen eben rausgestellt. Ja, ich hatte nämlich gerade den Tisch sauber gemacht und dann habe ich das Bild einfach rausgestellt und dann hatte ich eben vorher noch den Rahmen gesehen. Da stand ein anderes Bild drin. Dachte, ach komm, das legst du da gleich mal rein. Das sieht dann auch wieder gleich nochmal anders aus. Also nochmal ein schöner Abschluss. Also genieße deine Zeit, hab ganz viel Spaß und ja, schön, dass du hier bist. Ja,
ich rahme nicht jedes Bild, also manchmal oder viele bleiben auch einfach so ganz roh und offen, so wie sie entstanden sind. Aber manchmal spüre ich so, nee, doch, dies hier braucht einen Rahmen, irgendwie wie so ein stiller Abschluss, so wie heute. Also, vielleicht kennst du das Gefühl, wenn ein Bild für dich plötzlich fertig ist, nicht weil du es entschieden hast, sondern einfach weil es sich so zeigt. Und ja, das war irgendwie heute so. Ich hatte sogar noch Lust zu malen, aber nee, es war einfach ein guter Moment. Es war irgendwie schlüssig. Also wenn du auch Lust hast zu malen oder so zu arbeiten, ganz frei, ohne Druck, mit Farbe, mit Materialien, mit Struktur, was auch immer, dann schau gerne hier unter dieses Video, da verlinke ich dann auch meine Kurse, genauso wie den Rahmen, den ich hier verwendet habe. Ja, dann, wenn wir das Video jetzt sehen, ist schon wieder Sonntag. Die Woche ist schon wieder vorbei und wir treffen uns hier. Ich fand auch den letzten Chat so toll und so lebendig. Ich hatte das Gefühl, es sind auch ein paar neue Teilnehmer dabei, neue Chat-Mitglieder und das freut mich total. Ich freue mich über die ganzen Namen, die ich da lese. Und manchmal komme ich gar nicht mit, dann geht das so schnell und dann lese ich, ach, was war da nochmal, was war da nochmal, wie toll, ach, gerade im Urlaub, wie schön oder an der Küste oder gerade aus dem Urlaub zurück oder krank oder was auch immer. Also es ist immer wieder schön, so nah bei euch sein zu können und diesen Raum mit euch teilen zu können. Deswegen ist es schön, dieses digitale Medium so einsetzen zu können, dass wir hier einen Raum schaffen, der die Kunst, die Philosophie, die Werte, den Sinn, alles, was damit hineinspielt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Egal, wir fangen einfach an. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich schätze euch sehr und freue mich, dass ihr hier seid. Also viel Spaß mit dem Video. Wahrscheinlich werde ich das Ganze jetzt einfach hinten mal an das Video packen, weil vorweg läuft das einfach immer recht kurz und schnell, damit wir gut starten können. Also schön, dass du hier bist und wir fangen jetzt einfach mal an.